mache Dokumentation. Ich mache Dokumentarfilme über den Aufbau des Wacken Open Air. Wenn hier am Montag, 14 Tage vom Festival, die ersten Sidecrew-Mitarbeiter angerauscht kommen, dann sind vorher schon, 2-3 Tage vorher schon Fiete da, Thies da, Henning da, Steffen da, die schon die ersten Container mit Strom versorgen, die Toiletten müssen vorbereitet werden und. Da ist also schon einiges zu tun, bevor überhaupt die erste große Mannschaft kommen kann. Und damit fängt's an. Jungs, da bin ich! Oi! Da bist du ja wieder. Also das wird dann schon gezeigt, wie die Zäune weggeräumt werden, wie die Container eingerichtet werden, wie der erste LKW hier mit einem Baucontainer angerauscht kommt. Und vielleicht ist es so ein bisschen meine freche Art, wie ich an die Leute rangehe, mich mit denen dann auch unterhalte, aber eben immer höflich nett, aber manchmal eben auch frech. Und das wissen die aber auch mittlerweile, dass das nett gemeint ist. Und ich zeige ja auch keine Bilder, wo ich irgendjemanden vorführe oder so, weil das gehört einfach nicht dahin. Ich kenne halt schon viele, die hier arbeiten seit einigen Jahren, auch länger als 9 Jahre. Und die kennen meinen Humor und die wissen auch, dass die immer eigentlich gut dabei wegkommen. Das konnten wir jetzt nicht sehen, den Klaps auf den Po. Die haben sich hier wirklich lieb, die Jungs. Naja, wenn man so 14 Tage in einem Zelt schläft. 2006 ist Thomas mit einem Flieger durch die Gegend geflogen und guckte auf die Seite und sah jemanden, der ein iPod hatte. Und damals konnte man mit dem iPod, ja, also jedenfalls mit seinem iPod nur Musik hören. Aber sein Kollege nebenan, da wurde er sehr neidisch, hatte einen iPod, da konnte man schon Filme sehen. Und das fand er sehr geil. Und dann ist er zu einem Kumpel gegangen und hat gesagt, Toddy, das brauchen wir für Wacken auch mal. Auf meinem iPod will ich auch Filme sehen. Und dann hat er mich angerufen und gefragt, ob ich Lust hätte, also der Kumpel von Thomas, auch ein Kumpel von mir, ob ich Lust hätte, als Moderator, als Reporter rumzulaufen. Ich sage, Toddy, ich habe davon keine Ahnung, du weißt ganz genau, das Metal. Ich sage, das ist Perlen vor die Säue, ne? Ja, das macht nichts, machen. So, dann haben wir 2006 damit angefangen, haben dann irgendwie 4 Filmchen zusammen gemacht. Damals hat Toddy noch geschnitten und Kamera gemacht und so weiter und so fort. Und 2007 hat er dann aufgehört, weil er keine Zeit mehr hatte, weil er selber hier auch arbeitet. Und ja, ich sage, okay, dann lassen wir es halt. Aber dann riefen die trotzdem an, Thomas fragt, ob ich das weitermachen kann. Ich sage, ich habe keine Kamera, ich habe gar nichts. Ja, besorgen wir dir. Und dann bin ich seit 2007 allein unterwegs. Also selber filmen, selber schneiden, selber rumlaufen. Ich bin auf dem Weg hoch in den Norden. Nein, nicht nach Dänemark, sondern nach, verrate ich nicht. Podcast kannte keiner. Und lief auch damals ja nur über iTunes. Wir hatten irgendwie so einen iTunes-Channel, wo dann die Dinger in iTunes gestreamt wurden, weil du musstest auch irgendwie einen Quicktime-Player haben, aber alles ziemlich kompliziert. Da hatten wir Einschaltquote, sage ich mal, so von 2500 Leuten, die sich die Dinger abgerufen haben. Mittlerweile liegen wir im Schnitt bei 15.000 pro Pod. Also das ist, glaube ich, eine ganz gute Zahl. Mittlerweile erkennt man mich, wahrscheinlich wegen meiner Brille. Ich kenne Thomas und Holger eben schon seit über 25 Jahren, also schon länger als es das Wacken Open Air gibt. Thomas stand früher hier in der Kneipe in einem Triesener Bier gezapft und ich habe Musik gemacht auf dem Polterabend oder auf einer Hochzeit. Das ist ja alles sehr klein und sehr familiär. Im normalen Leben betreue ich kleine und mittelständische Betriebe mit EDV. Ich bin selbstständig, ich kann mir das relativ gut einteilen und meine Kunden sind sehr tolerant. Die wissen, dass ich hier bin 3-4 Wochen und ich habe einen Kollegen, auch selbstständig, der nimmt dann für mich ein paar Aufträge und Jobs wahr und vertritt mich dann quasi so urlaubstechnisch. Aber richtig Urlaub nehme ich nicht, nee. Ich bin ja kein echter Metaller. Ich höre alles an Musik, was es irgendwie gibt, was mir gefällt. Mittlerweile bin ich ein echter Saxon-Fan, weil das so meine Mucke ist, die ich unter die Pots lege. Was ich schon immer gut fand, war Motorhead, aber das hat ja weniger mit Metal für mich zu tun, sondern mehr ein bisschen mehr Rock oder Hardrock. Und Knorkator finde ich witzig. Das ist cooles Entertainment, es macht Spaß. Während des Festivals sammle ich eigentlich nur noch Eindrücke. Die kleine Geschichte, also gerne eine Polonaise, wo jemand mit so einem kleinen Verkaufsstand durchs Infield läuft und seine Cola oder sein Bier verkauft und plötzlich laufen da 200 Leute hinterher im Infield. Da muss man natürlich hingehen. Das kannst du von außen nicht filmen, da musst du schon mittendrin stehen. Oder auf dem Campingplatz, wenn sie Purzelbaum-Zonen aufbauen oder Slow-Motion-Zonen, wo dann die Leute wirklich in Zeitlupe durchgehen, 5 Meter oder 3-mal einen Purzelbaum machen und dann dafür Bier kriegen. Solche Geschichten, das ist klasse. Ich habe eben gute Hauptdarsteller. Ich kann gute Geschichten erzählen, weil ich super geile Hauptdarsteller habe. Du siehst in jeder Sekunde, wenn du die Augen aufmachst, irgendwas wirklich Cooles. Es käme allen anderen es wäre nicht gerecht, denen gegenüber jetzt irgendwas rauszupicken. Was mich echt fasziniert hier in Wacken, ist die Tatsache, dass du gehst durchs Infield mit der Kamera, läufst meinetwegen rückwärts, weil kommt irgendjemand auf dich zu, der total klasse ist in dem Moment. Du stößt jemanden aus Versehen an und er entschuldigt sich bei dir und sagt, tut mir leid, dass ich mein Bier über deinen Rücken gekostet habe, ich kaufe dir ein neues, obwohl ich gar keins hatte. Das ist geil.